zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir weiter beim Turboladertausch. Das letzte Mal haben wir ja hier den defekten Turbolader ausgebaut. Heute geht es jetzt darum, den Turbolader wieder einzubauen. Dabei werden wir unter anderem natürlich die Teile, die wir ausgebaut haben, wieder verbauen, plus die Leitungen, die wir ausgebaut haben. Also hier Kühlmittelleitungen und Ölleitungen einmal spülen, also mit Bremsenreiniger spülen, damit Druckluft sauber machen. Wir werden die Anlageflächen reinigen von den Leitungen. Also hier die Dichtflächen, wo dann nachher Richtung Motorblock oder Richtung Turbolader abgedichtet wird. Bei der Ölleitung zum Beispiel sieht man das ganz gut, dass wir hier noch Verkrustungen haben. Die müssen wir dann entsprechend entfernen, bevor wir es wieder zusammenbauen. Und wenn das dann geschehen ist, dann sollte heute auch einmal der erste Start erfolgen. Vor dem Zusammenbauen werden wir natürlich so Sachen wie unten jetzt die Downpipe, da ist so ein bisschen WD-40 rangekommen vom Lösen der Schrauben. Werden wir dann auch nochmal mit Bremsenreiniger ein bisschen sauber machen, damit es dann hoffentlich nicht ganz so sehr qualmt. Und dann müssen wir natürlich Kühlmittel wieder auffüllen und Öl, das haben wir jetzt beides abgelassen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt packen wir euch erstmal in den Zeitraffer, wenn es um das Reinigen der Teile geht. Und dann werden wir es immer so ab und an mal ein bisschen Zeitraffer hereinschneiden, bis wir an irgendeinem Punkt sind, wo es wieder was Spannendes zu berichten gibt. Insofern ab in den Zeitraffer. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen, wahrscheinlich nicht allzu viel, weil das hier sehr schwierig ist mit dem Filmen. Was haben wir jetzt angeschlossen? Wir haben jetzt die untere Ölleitung vom Turbolader in die Ölwanne wieder angeschlossen. Wir haben es auch schon mit Drehmoment festgezogen. Hier hatten wir jetzt leider keine neue Dichtung. Das heißt, hier haben wir die alte Dichtung verwendet. Die Schrauben haben wir jetzt mit 10 Newtonmeter festgezogen. Wir haben unterschiedliche Angaben im Internet gefunden, aber 10 Newtonmeter schien mir plausibel für diese kleinen Schrauben. Also die könnten wir auch auf jeden Fall im eingebauten Zustand nochmal nachziehen. Die Anschlussschraube da oben am Turbolader selbst, ich versuche es jetzt wieder zu highlighten, da sind auch nochmal zwei, das ist dann wahrscheinlich nachher schwieriger. Da haben wir aber auch eine neue Dichtung dort oben, also die haben wir erneuert. Ja, wie gesagt, mit 10 Newtonmeter haben wir es festgezogen, ansonsten seht ihr ja auch oberhalb von der Ölleitung haben wir auch die untere Kühlleitung jetzt schon verbunden, da haben wir auch neue Dichtungsringe verwendet. Wir haben sie jetzt auch mit 10 Newtonmeter festgezogen, wobei das natürlich größere Schrauben sind, ja, aber da haben wir halt auch keine richtig geilen Angaben gefunden. Und wir haben, was ihr hier seht, jetzt ich glaube, das ist dann die Charge Pipe, das ist ja hier, wo Ladedruck rauskommt und dann gegen die Drosselklappe geht. Und da muss ich sagen, wir haben es dann so gemacht, dass wir beim ersten Mal haben wir es versucht, den Turbolader erstmal anzusetzen, hier auf die Bolzen. Und dann den Schlauch reinzuwurschteln, das hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir beim Einsetzen den Schlauch praktisch schon eingeführt haben und dann erst den Turbolader an die Bolzen. Das hat gut funktioniert. Die Bolzen haben wir jetzt auch unterschiedliche Informationen gefunden. Wir hatten auch irgendwas von 30 bis 50 Newtonmeter gelesen. Das erschien mir aber auch viel zu viel. Bei meinem M2 zum Beispiel waren das bei ähnlich kleinen Stehbolzen irgendwie 18 Newtonmeter. Wir haben jetzt für die Muttern 25 Newtonmeter verwendet. Wir hoffen auch da wieder, wir haben die Dichtung erneuert,
dass es genug ist. Wir hatten halt leider keine Detailangaben, deswegen haben wir da jetzt so ein bisschen Freestyle. Hoffentlich ist es dicht. Die Schelle hier, ne, diese Chargepipe-Schelle, die habe ich halt nach Gefühl festgezogen. Da ist ja das Schöne, da ist oben ein Gussteil. Das heißt, da kann jetzt nichts wirklich kaputt gehen. Wenn es fest ist, ist es fest. Was aber auch interessant ist, die Chargepipe, wenn wir die mal verfolgen. Ich dachte eigentlich, dass es relativ schnell in Richtung Drosselklappe geht, aber das geht es gar nicht. Das geht hier runter. Ne, hier kommt dann die Ladeluft. Geht hier durch das Rohr durch. Hier rüber und geht dann in den Kühler. Das heißt also, es ist wirklich ein unheimlich langer Ansaugweg, weil das auch nochmal durch den Kühler läuft. Ja, aber wie gesagt, das haben wir jetzt alles festgezogen. Wir haben auch hier den Ölschmodder weggemacht. Da war so ein bisschen Öl von oben auf diesen Spanner von dem Keilrippenriemen gelaufen. Das haben wir jetzt alles sauber gemacht. Und wir werden jetzt, zumindest jetzt hier mit den Leitungen unten fertig, machen jetzt oben weiter und geben euch dann später nochmal ein Status-Update. Mit Filmen ist es wirklich schwierig, weil hier einfach extrem wenig Platz ist. Und Drehmomente, wie gesagt, das waren jetzt halt einfach nur so ein bisschen Best Guess aus Erfahrungen. Wie gesagt, bei den Kühlmittelleitungen bin ich mir echt unsicher, weil die Schrauben größer sind. Aber ich denke, 10 Newtonmeter und neue Dichtungen, neue Dichtringe wird hoffentlich funktionieren. Ja, jetzt geht es dann gleich weiter, wenn wir ein bisschen weiter vorangekommen sind. Das nächste, was wir uns widmen, sind dann die Anbauteile oben im Motorraum. So, wir haben jetzt hier ein bisschen weitergemacht. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt auch die Ansaugung schon wieder drin. Das heißt, wir haben, wie gesagt, jetzt hier den Ansaugschlauch verbunden, hier befestigt, hier mit der Klemmschelle befestigt, hier befestigt und natürlich auch dieses 90-Grad-Stück, das ist dieses hier, was nach unten geht, auf den Turbolader. Wir haben unten drunter am Turbolader, das sieht man jetzt schwierig, da wo mein Finger ist in die Richtung, da war so ein Halter, den hatten wir lösen müssen. Der ist auch wieder fest. Wir haben den Stecker vom Wastegate haben wir wieder drin. Wir haben hier wieder diesen Bypass-Schlauch verbunden. Das heißt, das ist jetzt soweit alles fest. Hier den Schlauch eingehangen. Dann haben wir die Kühlmittelleitung oben. Das ist diese hier, haben wir wieder verbunden. Haben sie hier wieder befestigt an dem Verschraubpunkt. Dann hier natürlich auch. Hier haben wir es jetzt nur handfest gemacht, kein spezifisches Drehmoment. Dann haben wir die Leitung hier oben angeschlossen, die obere Kühlmittelleitung. Wie gesagt, mit 2 neuen Dichtringen. Hier haben wir, wie bei der anderen Kühlmittelleitung unten drunter, auch 10 Newtonmeter Drehmoment draufgegeben. Und wir haben auch die obere Ölleitung wieder verbunden. Das seht ihr hier, auch mit 10 Newtonmeter Drehmoment. Die geht dann hier entlang und dann hier so runter. Und wo die dann hinläuft, zeige ich euch jetzt einmal unten. Das heißt, hier oben sind wir jetzt schon wieder auf einem ganz guten Weg. So, jetzt sind wir wieder unterm Auto. Wie gesagt, hier hatte ich euch ja schon gezeigt. Das war die untere Ölleitung und da drüber sieht man wahrscheinlich wieder nur schwierig. Aber jetzt müsste es gehen. Ich highlighte es wieder, die untere Kühlmittelleitung. Die hatte ich ja vorher schon gezeigt. Und jetzt haben wir hier oberhalb von dem Keilrippenriemenspanner, ich gucke mal, ob ich die Kamera dahin bekomme. Da seht ihr, da habe ich einen Strich gemacht. Ich highlighte es auch nochmal zusätzlich. Das ist, wie gesagt, die Ölleitung, die von oben kommt. Die haben wir auch mit 10 Newtonmeter. Das ist jetzt alles befestigt. Wir hoffen, dass das dann auch dicht ist. Und was jetzt noch fehlt, hier war so ein Hitzeschutzblech. Das ist, glaube ich, jetzt das, was als nächstes kommt, dass wir so ein Hitzeschutzblech davor machen, also dann praktisch vor die ganzen Leitungen. Und dann können wir anfangen, die Downpipe wieder einzusetzen und festzuziehen und den Auspuff zu verbinden. Und dann würden noch die Lambda-Sonden übrig bleiben und die Flüssigkeiten. Ja. Wir wursteln jetzt mal weiter und dann gibt es für euch nochmal ein Status-Update, wenn wir hier Hitzeschutzblech und Downpipe hoffentlich installiert haben. So, Zeitraffer haben wir jetzt keinen mehr gemacht. Wie gesagt, ist einfach schwierig mit den Platzverhältnissen. Und ihr habt ja detailliert gesehen beim Ausbauen. Wir haben jetzt die Downpipe wieder befestigt. Die sitzt jetzt hier. Ne, die sitzt jetzt wieder am Turbolader. Hier haben wir jetzt auch 25 Newtonmeter gewählt. Wie gesagt, die Muttern sind vielleicht ein Mühe größer. Hätte vielleicht auch 30 nehmen können, aber ja, wir probieren es jetzt mal mit 25. Wir haben auch extra das Hitzeschutzblech hier noch nicht hingemacht. Das heißt, wenn der Übergang Downpipe zu Turbolader nicht dicht sein sollte, können wir da auch nochmal nachziehen. Den Halter, der unten die Downpipe stützt, den haben wir jetzt auch noch weggelassen. Das heißt, wir werden jetzt dann Flüssigkeiten auffüllen, also Öl und natürlich Kühlmittel. Und dann auch einmal entlüften versuchen mit dem Tester. Ansonsten müssen wir halt entlüften über das längere Laufen lassen. Aber wie gesagt, schauen wir erstmal, ob alles dicht ist. Wir haben die Nachcut-Lambda-Sonde hier wieder verbunden und die Vorcut-Lambda-Sonde. Den Abgasflansch unten haben wir befestigt. Die Leitungen hier oben hattet ihr, glaube ich, schon gesehen beim letzten Update. Bedeutet,
Achso, die Halterung hier war auch nochmal so eine kleine seitliche Halterung, die auch nochmal die Downpipe stützt. Die haben wir jetzt auch befestigt. Das Einzige, was fehlt, wie gesagt, ist der Downpipe-Halter unten. Das ist dieser hier. Den haben wir jetzt noch weggelassen. Den machen wir dann erst hin, wenn wir jetzt wissen, dass es erstmal dicht ist. Und wie gesagt, das Hitzeschutzblech machen wir auch erst drauf, wenn wir wissen, dass oben der Abgasflansch, also Turbolader zu Downpipe dicht ist. Und wie gesagt, ja, jetzt füllen wir eben Kühlmittel und Öl auf, dass das den richtigen Flüssigkeitsstand hat. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, was der erste Startvorgang sagt. Dürften jetzt eigentlich sonst nichts mehr vergessen haben. Wir werden es dann sehen oder euch noch sagen. Wir füllen jetzt mal Flüssigkeiten auf. So, wir haben jetzt soweit alles, was noch nicht ganz fest war. Abgasrohr unten haben wir noch festgezogen. Wir haben jetzt hier Kühlmittel aufgefüllt, sind jetzt hier knapp unter Max, müssen natürlich noch entlüften, aber für den ersten Start sollte das jetzt passen. Wie gesagt, wir haben Nach-Cut-Lambda-Sonde und Vor-Cut-Lambda-Sonde, hatte ich ja erwähnt, hatten wir rein. Wir haben Öl reingemacht, da ist aber auch so, ich gehe stark davon aus, wenn der jetzt dann startet und den Öldruck aufbaut, dass dadurch, dass wir jetzt auch wieder den Filter nochmal neu gemacht haben, jetzt also auch einen regulären Service gemacht, dass da nochmal deutlich Öl weggeht, nochmal mindestens ein halber Liter oder vielleicht sogar mehr. Wir dann nochmal nachfüllen müssen, aber für den ersten Start müsste es reichen. Ansonsten Turbolader da oben haben wir vorbefüllt mit ein bisschen Öl. Da war wieder so eine kleine Ölspritze dabei, wie damals beim M2. Jetzt löschen wir noch einmal den alten Fehlerspeicher von dieser Wastegate-Steuerung. Und wenn der gelöscht ist, dann versuchen wir einmal den ersten Start. Dafür packe ich euch aufs Stativ und dann schauen wir, was passiert. So, jetzt starten wir einmal das erste Mal und gucken, was passiert. Ich glaube, Abgaskrümmer ist noch nicht fest genug. Ja. Glaube ich. Sieht mir so aus. Aber wir probieren mal, wenn es rauszischt, müssen wir wieder. Ja, sonst kommt dann noch mal. Die Dichtung liegt nicht plan an. Ne? Ich glaube, da brauchen wir mehr. Ich starte, ja? Ja, mach mal kurz. Lass ihn einfach mal laufen, ohne Gas. Aber er hat ganz kurz das. Okay. Nehmen wir nochmal auf. So, jetzt habt ihr die beiden ersten Starts gesehen. Beim ersten und beim zweiten, ihr seht es auch jetzt immer noch ganz leicht wahrscheinlich auf der Kamera, dass es noch qualmt. Aber wir haben jetzt nochmal alles kontrolliert. Also es sieht nicht so aus, unserer Meinung nach, dass irgendwo was aus einer Dichtung kommt, sondern, ich weiß nicht, wir hatten es, glaube ich, auch irgendwo mal erwähnt, beim Lösen der Schrauben ist uns halt auch ein bisschen WD-40 auf die Downpipe gespritzt. Und so wie es aussieht, da ist ja so ein Hitzeschutzblech an der Downpipe, ist wahrscheinlich jetzt halt noch ein bisschen WD-40 hinter dem Hitzeschutzblech. Und wenn das jetzt durchtemperiert wird, qualmt das da ab. Also wir konnten jetzt keine aktive Leckage feststellen. Auch hier die Kühlmitteldinger, die sind trocken. Es tropft auch unten nichts ab. Wir haben jetzt auch einmal schon ein bisschen Kühlmittel nachgefüllt. Wir haben nochmal Öl ein bisschen nachgefüllt. Wir werden ihn jetzt noch ein bisschen laufen lassen auf der Bühne, dass er nochmal komplett durchtemperiert und werden auch mal gucken, wie das mit der Qualmtemperatur ist. Ansonsten, wir hatten hier ja auch 30 Newtonmeter auf diese Abgasmuttern gegeben. Und dann hatte ich aber, als ich hier stand, gesehen, dass noch so ein kleiner Spalt war zwischen Dichtung, also zwischen der Dichtfläche hier und den beiden Bauteilen. Und das war mir dann ein bisschen zu heikel. Leider habe ich mit dem Drehmomentschlüssel es nicht geschafft, da nochmal besser hinzukommen. Und ja, habe dann eben eine lange Verlängerung genommen, wie beim Lösen. Und habe das mit der Hand nochmal jetzt alle versucht, möglichst gleichmäßig noch ein bisschen nachzuziehen. Jetzt ist der Spalt auch überall weg. Also wir haben jetzt an keiner
Stelle mehr. Es sind ja hier 4 Verschraubpunkte von der Downpipe an den Turbolader. Haben wir jetzt nirgendwo mehr einen Spalt gesehen. Ich hoffe, das passt. Wie gesagt, der Rest war jetzt dicht. Wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen laufen. Und wenn er dann noch ein bisschen gelaufen ist, dann werden wir diese Stütze von der Downpipe montieren unten und festmachen. Und das Hitzeschutzblech werden wir erstmal nochmal weglassen, hätte ich gesagt, für die erste Fahrt. Und eine kleine Fahrt hier um den Block machen. Und wenn das dann auch gut ist, dann werden wir das Hitzeschutzblech montieren und nochmal eine größere Fahrt machen. Aber insgesamt würde ich sagen, ja, sieht das gut aus. Das hat soweit erstmal alles funktioniert. Wir haben keine aktiven Leckagen. Wie gesagt, gegebenenfalls muss man halt jetzt noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Flüssigkeit nachkippen. Aber das müsste eigentlich jetzt gewesen sein. Was wir später auch noch probieren, ist nochmal über den Launch-Tester, ob wir vielleicht die Entlüftung ansteuern können. Hat vorher nicht funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, fahren wir halt einfach 1, 2 Strecken und füllen halt nochmal nach. Das funktioniert genauso. Es dauert halt ein bisschen länger und ist nicht ganz so komfortabel, wie wenn man einen Entlüftungsmechanismus nutzt. Aber ja, wie gesagt, gehen tut das auch. Insofern sind wir auch für den zweiten Teil fertig. Das heißt, wir haben jetzt den Turbolader getauscht. Wie gesagt, für alle, die das auch machen wollen, ihr müsst dazu hier nicht den Windlauf demontieren. Ihr müsst den auch nicht nach unten rausnehmen. Die Downpipe, wie gesagt, könnt ihr da unten so über, ja, was ist das? Keine Ahnung, was da unten dann, wie man das Bauteil nennt. Da ist irgend so eine Strebe, eine Fahrwerksstrebe vom Chassis. Da könnt ihr die Downpipe ablegen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, den Turbolader, wenn ihr die Kühlmittelleitung, wie gesagt, hier oben und die Ölleitung und alles demontiert habt, könnt ihr den Turbolader hier durch diese Öffnung rausholen, den neuen Turbolader reinsetzen. Das funktioniert. Ja, waren jetzt auch nicht super viele Stecker. Wie gesagt, hier haben wir 2, 4 und da drüben war nochmal ein Stecker vom elektronischen Wastegate. Der Rest waren nur Schläuche. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wenn jemand echte Drehmomentwerte kennt, sowohl für den Anschluss Turbolader zu Motorblock als auch Downpipe zu Turbolader, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr die reinpastet, dann kann ich den Kommentar pinnen, dann wüssten andere auch direkt, welches Drehmoment sie verwenden sollen. Wie gesagt, wir hatten jetzt für die Ölleitungen und für die Kühlmittelleitungen hatten wir 10 Newtonmeter verwendet. Für die Muttern, diese kleinen Muttern mit den kleinen Stehbolzen, Turbolader Richtung Motorblock, waren es 25 Newtonmeter. Und wie gesagt, Downpipe Richtung Turbolader hatten wir erst 30 gemacht, da war aber dann noch ein Spalt zu erkennen und dann habe ich es einfach frei Schnauze, wie gesagt, nochmal nachgezogen. Das so die Infos. Insofern würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.